Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu The Great War Western Front, ein Strategiespiel, welches im Ersten Weltkrieg spielt. Wir zocken einmal die Demo an, das Spiel selbst kommt irgendwann Ende März und wir können jetzt hier Multiplayer und Skirmish noch nicht machen, aber die Campaign und auch Historic Battles können wir uns schon mal anschauen. Wir machen mal die Campaign. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, ich habe es ganz druckfrisch und pressheiß runtergeladen. Hier dieses berühmte Poster, ne? I want you for US Army, nearest recruiting station. Das ist das Tutorial. Und ich glaube, wir müssen das auch machen, weil die anderen beiden Kampagnen sind noch in der Demo nicht vorhanden. Also man kann aber offensichtlich die Allied Nations spielen, also die Entente Cordiale, das herzliche Einvernehmen und hier die Mittelmächte, die Central Powers. Wir machen jetzt einfach mal das Tutorial und beginnen direkt mit The Americans Arrive. Im Jahr 1917 dürfte es gewesen sein, als die Amerikaner auch mit Infanterie und anderen Gewerken in den Ersten Weltkrieg eingegriffen haben. Ist es Liam Neeson? Had sunk our ships and tried to turn Mexico against us. And they had to pay. My platoon arrived in France in April of 1918. Ach, so spät, doch erst General 1918 Pershing erst. organized our troops. So My spät. unit was assigned to a French contingent for training. And none of us had any experience with the new way of fighting. And the trench lines were a bit of a shock. Ok, bonjour, je suis lieutenant-colonel André Laurent. Welcome à France. Je comprends. Tu es IGR à la guerre. But this is the Western Front. The trenches are no place for the inexperienced. Advisor Overview. Okay, also das ist natürlich jetzt schon mal ganz schön wild. Wir sehen hier aber eine schöne Top-Down-Perspektive hier. Das sind die Linien der Achsenmächte, der Mittelmächte besser gesagt. In dem Fall ist der Erste Weltkrieg, ne? Und das hier ist die Entente Cordiale. Ganz schön laut jetzt, ne? Ich mache mal ein bisschen leiser jetzt, wo dieses Intro weg ist. 1917 war die Kriegserklärung. Ah, okay. Verstehe. Dann habe ich wieder ein bisschen was richtig gestellt. So, click the check button to advance to the next step. Ja, komm, machen wir weiter. Also, der ist der Amerikaner? Ja, steht US. I didn't know it at the time. But Laurent had been in the Battle of the Somme. You could see a kind of distance in his eyes. Though he didn't let it show in his voice. Mach ich das richtig? Ich weiß es nicht. Okay, you can click the right review. Das ist gut. This is the theater map. Das war ein bisschen italienisch. Which depicts the Western Front, including region in France, Belgium, Luxembourg and Germany. Each region shows the current controlling faction. Das ist gar nicht so einfach. I will be blood. Lassen wir das. The Russians' treaty with Germany has freed up nearly 50 divisions of German infantry to be transferred to the Western Front. Your men are needed to shore up the line and push back against this new threat. Ja, da sind wir jetzt aber im Jahre 1917, denn Deutschland, oder das Deutsche Kaiserreich, war ja zusammen mit seinen mittelmächtigen Verbündeten in einem Zwei-Fronten-Krieg gefangen, im Osten gegen das russische Zarenreich und im Westen gegen die zahlreichen Feinde, Franzosen, Belgier, Engländer, dann später auch Amerikaner. Und nachdem das russische Zarenreich besiegt wurde, Lenin fuhr mit einem gepanzerten Eisenwagen durch Deutschland nach Russland und dann hatte natürlich das Kaiserreich die Möglichkeit, die im Osten gebundenen Truppenverbände an die Westfront zu schmeißen und das besorgt ihn hier. Okay, wir wollen weitermachen. Was soll ich tun? Ja, New Threat, hallo? Da. Our civilians see this German spring offensive as something to worry about. A worrying civilian is one who does not support the war and begins doubting that we can win, even talking about surrender.
Victory, national will. National will represents the feeling of the home nations towards the war. Das ist das hier? How likely they are to enlist. By war bonds or support the war effort in general, national will is one way to win the game. The first faction to push the enemy to zero national will wins. Okay, das ist das hier. 125 zu 125, das ist die Bereitschaft des eigenen Volkes am Krieg zu partizipieren, und wenn das Volk kriegsmüde ist und dieser Wert auf 0 fällt, dann hat man das Spiel gewonnen bzw. verloren, je nachdem welches Volk eben jetzt auf 0 ist. While this army can't worry about the feelings of civilians, the threat of new German manpower is not something to dismiss. If we are not vigilant, Germany could reach Paris. Victory capitals. The second way to win the game is to capture the regions containing the faction's command HQ for the allies. The command HQ is Paris for the Central Powers. The command HQ is Kreuznach. But Paris is still a long way from the front lines, and we will never let Germany get close. Theater map navigation. You can move the camera using WASD. The arrow keys are holding the middle mouse button. You can zoom using the mouse wheel to select a region. Left click it. Gut. Wo ist die ist Paris. Das ist Paris. Guck mal. Each region has a defense rating measured in stars. When you attack a region achieving a great victory, removes 1 star. Once the final star is removed, the region becomes yours. 1 star regenerates per turn for the owning faction as long as no combat occurs in the region. Verstehe, dann regenerieren sich hier diese Sterne wieder. Paris is also our central hub for new recruits and the manufacturing of munitions, including tanks and aircraft. Regions bonuses. Some regions have inherent bonuses or features. Paris, for example, has both the command HQ bonus, which designates it as a win condition, and the deployment bonus, which means all new French troops begin in this region. You can see any bonuses in the region selection pane. Das hier oder was? Deployment. Nice, okay. So, lass mich anfangen. Our forces begin in Paris to be deployed to the front lines. Once we get you organized, your men will be deployed in the same fashion. Units and companies. Military units can be moved on the map. Units can have different names but act the same way. For example, an infantry corps and tank battalion are both units. Each unit contains a selection of smaller groups called a company. The type of companies found on a unit are not always the same. For example, an infantry corps can contain multiple infantry types. And artillery. Das ist hier, ja. French Air Wing, French Tank Battalion und das Infantry Corps mit Combat Supply. Und da haben wir auch, okay, da haben wir Artillery, verstehe, das sind so Tanks. Okay, I see. It seems that this will be a trial by fire. I had hoped to have more time for drills, but orders are orders, prepare yourselves. Jetzt geht's endlich los. Events Overview. Objectives events are optional requests that grant a reward if completed within the time limit in turns. Objectives events are just one type of event that can occur during a campaign. Ja, komm, ich will jetzt mal was machen. You've seen the orders. With the influx of new German forces, there are too many gaps in our line. Your job is to fill them. In the campaign, there is no penalty for failing to complete an objective event other than not receiving the award. Ja, das ist doch super gut. In general, the rewards will be worth the effort, but it's ultimately up to you. Ja, das machen wir doch. Ich will das jetzt bitte sofort machen. So. Our forces here have been fighting bravely, but they have had little rest for peace for a long time. I am sure your reinforcements are welcome sight to them all. You must achieve a victory of great victory level in combat to remove a star from a region. When a region is lost, any defenders will retreat to the nearest friendly region. Some units, such as siege artillery, cannot be moved in a retreat and are lost. We have designated the Limousin region as a staging ground for the American forces. Any new American units will begin here. Region's deployment zone. Remember that each nation has its own deployment region for bringing in new troops and supplies, as shown in the bonuses section of the region selection pane. The deployment regions are Kreuznach for Germany, Paris for France, Calais for Britain, and Les Mureaux for America. Move Kamera and select Les Mureaux. Das ist hier. Das ist Les Mureaux und hier haben wir Infantry Corps mit Artillerieunterstützung der Briten. Our logistics people keep the units types together for ease of reference. However, thoughtful distribution of force isn't necessary for victory. Units splitting. Units are displaying on the map as stacks
of 4 types: infantry, tanks, aircraft, and siege artillery. All present units are shown in the region pane. Left-clicking on a unit will add it to the units to move, box or back, while right-clicking moves the entire stack. Clicking directly on unit stack on the world map will also select and add the whole stack. Okay, ey, jetzt, ja. Units to move. So, und jetzt? Select 3 infantry corps in region for movement. Ja, okay. Also, warte. Okay, jetzt haben wir hier, sind das die 3? Right-clicking on the target region will automatically move the selected units to the destination. Ja, hier oder was? Hier sind sie jetzt, da sind sie jetzt angekommen. Units of the same type stack on the map even if they are of different nationalities. Whichever nationality is in the majority will appear on the top of the stack. Okay, das ist interessant. Das ist in dem Fall noch die französische Uniform. Select Chateau City. Units attack or move. Ich glaube, wir kommen langsam mal dann auch dem Schlachtbildschirm nahe. Units can either move or attack once per turn. Your units can defend whether they moved or attacked. But if you initiate an attack, only those units that haven't moved can participate. You cannot attack from a single region more than once per turn. Okay. I had a little French from high school. But learning a language in a classroom was a whole lot different than being surrounded by it. The common soldiers seemed to get on great, but the officers seemed frustrated. They would exchange information and coordinate attacks, but they wouldn't take orders from each other. This is, naja. Region, split nationality. Oh, okay. Allied forces have to deal with the concept of disunity of command. Certain nationalities gain reduced morale when stacked together. There are 3 groups. Britain, Canada, Australia and India form Group 1. France is Group 2. Niemand will mit France arbeiten, oder was? And America is Group 3. If units from more than one group are in the same region, all units suffer a minor morale penalty. Belgium can stack Groups 1 and 2. The Central Powers does not suffer from disunity of command. So, if you are ever unsure of your orders, remember to check your order. Reinforce Chateau City. Event active log. The events log shows a list of all active events and their duration. Clicking on the individual event will display the event pop-up. Clicking on the exclamation icon will toggle the list between active and completed events. Instant events such as headlines will not be listed in the log. Left click. Bam. So. Information bulletin. Reinforce Chateau City. Intel is expecting a German assault. French command request that the newly arrived Americans can be moved up to reinforce the French forces located at Chateau City. Also, das haben wir gemacht. Move 3 American infantry corps to Chateau City. Move 2 French tank battalions to Chateau City. Duration 1 turn. Okay, das können wir doch machen. Wo haben wir denn hier? Ist das Airwing? Muss ich mir die jetzt manuell raussuchen hier? Wo sind denn die Tank Battalions? Wo sollen die herkommen? Hat er mir gesagt, wo die herkommen? Haben wir das schon gemacht? Ich könnte eins hier abziehen oder soll ich das in Paris machen? Das ist aber keine Tank Battalion hier. Das ist das Tank Battalion. Du sollst dahin. Ah, das haben wir gemacht. Guck mal. With the tanks on their way, we have completed the orders as given. Well done. All in all, you have made a good first impression with the people of France, but we have a long way to go before this war is over. Events, completion and rewards. Ah, okay. Mal ein bisschen schneller. Wir haben... Oh, jetzt geht's los. Nein, Preparation for Battle. Also, wir sehen hier erstmal, der Wert verändert sich. 155, also die Bereitschaft hier teilzunehmen hat sich nochmal erhöht. Das ist ja eigentlich für uns was Gutes, ne? Command has granted us gold reserves for completing your orders. This is a vital resource used by officers to requisition all manners of necessary items needed to the global theater. Currency gold reserves. Gold reserves are used for all purchases on the theater command level. It allows you to purchase new units such as tanks and aircraft, region structures and use strategic abilities. One of the most important uses is to purchase supply for battles. You are granted additional gold reserves at the start of each turn. Gut. Ich möchte kämpfen. Okay, and there it was, our first assault orders. We would be going over the top to assault the enemy line. We all felt excitement, fear, nervous energy and confusion swirling in our guts. In 1 month, we would face the fact that some of us weren't going home. Ja.
So, most objective events do not need to be completed on the turn they are assigned. You usually have 3 to 5 turns to complete them. Is it always a good idea to assess the situation and determine your best time of attack? Let's go! Let's go, let's go! No battle takes place without proper recon work. While we perform aerial reconnaissance over enemy territory, the information can grow stale. Selecting a region displays a lot of information for enemy regions. However, much of that information is hidden to you. You will not be able to see the enemy's exact army composition or economic details, at least initially. Okay, so region corps makeup unknown, region total corps 7. Let's go. Select Montmirail. Bam. Espionage. Okay, wir können Spionagemissionen machen. Was ist hier? Guck mal. Army Intel. 270 Kröten kostet mich das. Wir haben 6750. Wir sind sehr reich. Espionage missions allow you to send spies to connected enemy regions or protect your own directly. Region Intel reveals enemy economic and structural information. Army Intel reveals enemy units. Both missions are initiated from your own regions and affect all adjacent enemy regions. Gut. Oh, hier. Mission Report. Wir haben einiges, unter anderem Martini Tion. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und Schnatterkienchen auch. Herzlichen Dank, schon eine Weile her, habe ich gar nicht gesehen zuerst. Die guten Demos, ich liebe es, wenn sie Demos anbieten. Ja, das hat man früher oft gemacht, ne? Also Mission Army Intel, Success, das ist sehr gut und ich glaube, wir haben jetzt einige Informationen über die feindlichen Truppen, Stärken und Bewegungen. Ne? Your first espionage mission used each turn will always succeed, but each subsequent one has an increasing risk factor. Ah, okay. A chance to fail. If you get a mission failure, your gold is still spent, you get no additional information and your ability to perform espionage is locked for the remainder of the turn. Okay, also es wird immer schwieriger mit jeder Runde, ich verstehe. Our spies are reporting new intel is available. Region and Army Intel missions affect all enemy regions adjacent to where you activated the mission. Even if the enemy had counter intel active in one region, the others may still be affected. You can see the results of the mission by selecting the enemy region. Das hier ist Enemy Region. Oh, guck mal hier, die haben 4 Infanteriekorps und ein Tank-Battalion. Interessant. Ja, und jetzt? Ich will mal kämpfen. Remember that you can select the entire stack directly on the map or select it from the region unit trail. This new information changes the plan somewhat. We will need to bolster our forces with the remaining American corps in Les Meureux if you want to succeed. Okay, hier. Ihr geht mal rüber sofort. Also, wir verstärken die frisch eingetroffenen amerikanischen Infanteristen hier bei Montmirail, denn wir haben festgestellt durch unsere Intel, dass die Mittelmächte hier doch starke Truppenverbände in diesem kleinen Nasenbereich hier versammelt haben. Dementsprechend müssen wir uns hier noch ein bisschen stärker aufstellen, um eine Chance zu haben. Sehe ich das richtig? Purchasing new ones. Ah ja, you can't purchase more infantry corps. They are granted via campaign, progression or events. However, you can use gold reserves to purchase tanks, aircrafts and siege artillery from the purchase menu. Hier oder was? Ah, guck mal, ich kann hier so Tankers kaufen. French Tank Battalion. Da ist es angekommen. Das wird ja immer bei Paris quasi aufgestellt. Okay. Newly purchased units will appear in one of 3 locations. Ja, das hast du ja schon gesagt. Und hier sind unsere Tanks und die schicken wir mal wahrscheinlich rüber, ne? Also frisch gekaufte Tanks sind jetzt hier auch in Montmirail. Aircraft are gained from the purchase menu like tanks. Air wings contain fighters and bombers aircraft that can perform missions on the battlefield. Sollen wir die jetzt auch nochmal kaufen, oder was? Oder wie sieht's aus? Okay. Select the aircraft stack in Paris. Achso, da. Und rüber da. Okay. Supply and Structures, Chapter 3.
I believe we have sufficiently equipped our front line trenches. Now we turn our outlying support for Montmirail. Select Montmirail. Units Siege Artillery. Siege Artillery are unique units in that they do not appear on the battlefield. Ach was. Instead, they allow you to siege bombardment in battles. They do not affect disunity or command. Any siege artillery still in a region when it is captured will be lost. Ui, das ist natürlich blöd. Counterintelligence is an espionage ability you can apply to your own regions. It lasts for 5 turns and prevents all enemy espionage in the region. Each time it prevents an attack, its duration is reduced. Okay, hier ist Counterintelligence, das Fernglas. Und auch diese Mission ist erfolgreich in Montmirail. Das heißt, wir haben den Feind daran gehindert, Aufklärung über unsere Truppenstärke und Bewegungen anzustellen. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir doch jetzt in die Offensive gehen, oder? Supply is the currency used during battles. Supply is used to build trenches and other defenses, to call in reinforcements and to activate abilities, such as artillery fire and air missions. Each unit on the strategic map, with the exception of siege artillery, grants a set amount of a supply to the region. This is refreshed for each battle. Okay, also, jede Einheit auf dieser Map grants a set amount of supply. Also wir bekommen quasi Supply für jede Schlacht. Okay, Regional Supply Depots. Supply Depots allow you to pull from the globally supply bank to supplement the supply from your units. They are essential if you want to bring the full might of your army to bear against the enemy. Okay, hier ist Supply Depot. Können wir uns jetzt hier was aussuchen oder was? There are 6 different structures available in the campaign, each with its own bonuses. All of them have multiple levels that increase in power as you upgrade. Okay, was wollen wir denn upgraden? Dürfen wir irgendwas upgraden? Supply Pipeline. The supply pipeline is the amount of supply that the region can draw from the global supply bank. Each battle, the region must have a supply depot to pull from the global bank, and the amount is limited by the size of the depot. Ja, okay. Oh, Defensive Battles. Let's go. Wir müssen zu Beginn relativ viel lernen. Ist euch das aufgefallen? Weltraumpapst ist auch da. Herzlich willkommen. Bist nicht zu spät. Turn-based. You can take as many actions as you like during your turn. Once you have done everything you want to do, click the End Turn button. The turn indicator will switch to the enemy and he will be able to perform any of the same actions that you can. Turn-based enemy turn. The enemy AI has the same available actions as you do. It will move troops, purchase supply, plan attacks, and research new tech. Your ability to see what the AI player is doing will depend on how you have used espionage missions. For the most part, you will be able to see that the AI is doing something, but not what. Enemy spy, Matahari unterwegs. Similar to the player, the AI will also, das hatten wir doch glaube ich schon, oder? Also hier erstmal geil, unsere Intel hat hier was entdeckt. Espionage, AI Usage, just like a human player, genau, bla, das hatten wir. So, jetzt hier Battlefield. Battlefield Deployment Overview. The AI can attack your territories on its turn, which will put you on the defensive. Each front, the line between the hexes, will use a different map. Battlefield Deployment Army Breakdown. While you are always able to see each side's total morale, das ist ja wahrscheinlich das hier oben, and what you are bringing into battle, you will only be able to see exactly what the enemy is bringing in if you have an active Army Intel Espionage Mission active in the enemy region. Haben wir ja zum Glück, ne? Deswegen sehen wir in dieser Schlachtenaufstellung, dass die Mittelmächte hier ankommen mit viel Geröll und Gewehr. Und das halten wir dagegen. Battle Fatigue 0, also die Schlachtenmüdigkeit ist hier. Aha, okay, sehe ich, ja. Supply and Modifiers. The deployment pane will show you a great deal of information about the upcoming battle, including the region, who is the attacker, and special modifiers. One of the most important thing is the available supply, which is broken down into corps supply and your
supply draw. Remember that without a supply depot in the region, your supply draw will be 0. Ja, ich verstehe. Wir brauchen natürlich Supply. Supply ist wichtig. Haben wir Supply Depot? Battlefield Deployment Likely Outcome. The Auto-Resolve Likely Outcome shows you the range of win levels your battle will fall into if you auto-resolve the battle, the yellow box. Auto-resolve simulates a battle based on force numbers and random elements. The more even a battle is, the better is it to fight the battle directly, so that your skill and good decisions play more of a part in the battle than chance. Ich möchte jetzt auch diese Battle beginnen. Battlefield Deployment Engage Battle. The attacker must pay a supply cost to initiate a battle, while defensive is free. The attacker always has the option to cancel an attack before it begins. The defender can concede a battle, taking the loss without casualties. Ich will engagen. Jetzt geht's los. Also, die Schlacht um Château Thierry. Das sind unsere Forces und die haben 9 Cores available. Ist das schon die Vollversion? Nö, überhaupt nicht. Das ist eine Demo. Guck mal, jetzt wird's doch interessant. Jetzt sind wir hier mal beim Micromanagement. Welcome to the frontline. I am Adjutant Chef Garnier. Lieutenant Colonel Laurent has spoken highly of your Americans and your ability to get things done. Pre-battle. All battles begin in the pre-battle phase, which allows you to set up your trench lines and initial troop placement before starting the actual battle. The map is divided into 3 sections. Each faction has their home territory where they can build and deploy. Between them is no man's land, where nothing can be built. Ja, komm. Navigating Minimap. Ja, Minimap. Persistent Trenches. So, jetzt wird's doch interessant. Das hier ist das Trench-System. Erster Weltkrieg. Ist klar, ganz viele Schützengräben, die dann immer in irgendwelchen Sturmangriffen versucht wurden zu erobern, ständig den Besitzer gewechselt haben und am Ende nichts gebracht haben, außer unnötige menschliche Verluste. On your first time fighting in a specific location, the battle will begin with a few pre-placed trenches. You are free to use them or replace them as you see fit. Any trenches you build will remain in place. Och, was, echt? Okay, pass auf. Any trenches you build will remain in place in all future battles in that location unless they are destroyed or you lose control of the region. Okay, das heißt, wir machen es jetzt erstmal einmal und wenn wir dann diese Region halten, dann bleiben die dort auch. Wir müssen es das dann nicht immer wieder neu machen. Objects such a weapon emplacements, artillery batteries, observation balloons and barbed wire do not persist between battles and will need to be rebuilt each time. Okay, das muss neu gebaut werden. We have automatically added a few for this battle to save some time. Wow, hier, guck mal, das ist alles von Artilleriefeuer zerstörtes Niemandsland. Our aerial recon patrols and spies have been working to bring us information on the German lines. We can't completely rely on that information. However, as delivery delays can make their observation stale. Persistence enemy. Just like the player, the enemy trenches also persist between battles. You can be updated during the pre-battle phase. Das heißt, okay, die können updated, aber das heißt, ich würde dann ja, wenn ich einmal erfolglos angreife in der nächsten Schlacht, sofern es ein Angriff ist, auf diese Region auch wissen, wie die aufgestellt sind. This means that your knowledge of the enemy lines from battle to battle can become outdated. Ja, okay, das ist exakt das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Using scouts for observation balloons to view the enemy lines can reduce casualties. Sehr, sehr gut, das finde ich sehr sinnvoll. Control points are primary focus of the battle, with the goal being to secure as many as possible. Control points. Primary focus. Okay. Ist das hier ein Control? Ach, das ist der Control Point. Okay. Den müssen wir auf jeden Fall halten. Control points have a capture radius you can view by hovering your mouse over the flag. Only infantry can capture a control point, but the infantry can be in or out of a trench when doing so. Okay, das heißt, wir dürfen hier auch im Graben sitzen, wenn wir das erobern, ja.
Command trenches are special control points that can only be captured by entering the trench itself. Just being near it will have no effect. Verstehe. Klar, also wir müssen dann hier in diesen Graben auch rein und können nicht irgendwie uns hier irgendwo an den Rand hinsetzen. Das ist ja auch durchaus nicht unrealistisch. Command trench. Infantry assigned to the command trench are completely immune to damage from the outside. In addition, the command trench is immune to siege artillery blasts. However, infantry stationed inside cannot fire at targets outside the trench. So, jetzt gibt es noch Supply, sehr wichtig. Building and deploying troops requires supply. The total supply you have in battle is determined by the number of units and the supply depot level in the region on the world map. 25% of your total available supply is reserved for when the battle starts, so you always have some supply for artillery fire and reinforcements. Trench tab. In general, trenches protect your infantry from harm and allow them to move around on the battlefield in relative security. There are multiple levels and types of trenches you can build. Firing trenches have 3 types: basic, improved and advanced. All of them provide immunity to rifle fire and limited protection from artillery shells. The better the trench, the more protection it offers. Hier sehen wir unsere verschiedenen Optionen. In dem Fall will der eine Improved Firing Trench, also das mittlere. By clicking on the trench button, you enter placement mode. You can place the trench in any valid location. The trench image will turn red for invalid locations. You can use the mouse wheel to rotate the trench. Trench. Okay, und die Pfeile zeigen die Ausrichtung. Da, wo die erhöhten Positionen der Schützen sind, nehme ich an. Die Trenches hatten ja dann eine Ausrichtung. Und wenn die jetzt Richtung Feind zeigten, dann war da wahrscheinlich eine Erhöhung, wo man sich raufstellen konnte, um draus zu feuern. Und das haben die natürlich nur in Richtung des Feindes gebaut. So, dann lass das doch mal machen. Genau, haben wir doch. Hier, zack, bam. Build and improved. Ja, warte mal, darf ich jetzt mal... Ne, ich muss bauen, wer er will, oder was? Bam. While in placement mode, you can place as many of the same object as you want. When you are done, right-click to exit placement mode or choose another object to place. Ja, ach, warte mal. Hallo? Hallo? Doch. Build another improved trench. Ja, aber ich darf mich nicht so bewegen. Ich darf mich nicht frei bewegen. Das ist ein bisschen strange. Tech upgrading. You can upgrade previously placed trenches by placing a higher level version on top of the existing one. Upgrading costs less supply than building the higher level trench from scratch. You cannot downgrade the trench, but you can remove it by clicking the X button over the trench. Okay, also wir können die upgraden, dann ist es günstiger, als sie komplett neu zu bauen. Communication trenches are used to connect lines of firing trenches, providing a way to quickly transition between them. Infantry in comm trenches gain a speed boost, allowing them to get where they are needed quickly. Infantry cannot stop in comm trench and they offer much less protection than firing trenches. Das ist dies hier. Okay, also hier können wir jetzt unsere Trenches verbinden durch so einen Kommunikationsgraben. Da können die Truppen dann auch von einer Kampflinie in die hinterliegende flüchten und Booten können dort lang schlawinern. So, jetzt haben wir zum Beispiel diese hier miteinander verbunden. Bunkers. Blockhouse trenches can hold up to 5 infantry companies and make them immune to all incoming damage and invisible to all enemies outside the bunker. Infantry stationed inside cannot fire out and can only be removed via melee combat. Use them to stage attacks or to take cover from bombardment. Das ist das hier, Bunkers. Yes, ma'am, sir. While trenches persist and form the backbone of a good layout, support structure need to be placed every battle. While more expensive, they are vital for a good offensive or defense. Das ist dieses hier. Support Structures. Hier, guck mal, da haben wir zum Beispiel so ein MG-Nest. There are 2 types of weapon emplacements. Machine guns are deadly against infantry, especially if they overlap to create a kill zone. Mortars are better against tanks, but can also target infantry in trenches. Das hier ist unser MG-Nest. Okay, und das dürfen wir jetzt hier irgendwo aufbauen und es hat einen gewissen Feuerradius. Ist es jetzt egal, wo ich es baue, oder? 3 Stück. Ich würde gerne, ich kann leider die Karte nicht frei, also ich muss diesen Ausschnitt so nehmen, wie er ist. Und ich soll 3 weitere bauen.
Ich weiß ja nicht mal, von wo die angreifen. Ich bin jetzt hier ganz rechts in der Karte, also würde ich wahrscheinlich sagen, der macht in die Richtung und der... Ich sehe ja noch nichts. Ich kann hier nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Das ist ja doof. So. Spurs levels. Both machine guns and mortars have two versions, standard and reinforced. Reinforced versions have a much higher health pool and are more resistant to artillery and grenade fire. This comes at a higher supply cost, so weigh the likelihood to attack with this cost when making the choice. Field mortars and reinforced mortar nest. Resistant to artillery. Okay, das kann den Feind unterdrücken. Okay. Wie hoch ist der Supply? 110 zu 60. Also, ich könnte fast 2 von den Field Mortars bauen. Oder einen von den Reinforced Mortar Nests. Ich nehme mal das Reinforced. Ah, darf ich noch nicht. Und Barbed Wire. Barbed Wire, also Stacheldraht. Slows enemy infantry that pass through it to crawl, allowing you more time to fire at them. As enemies pass through, they damage the wire until eventually it will snap and be destroyed. Wire can also be destroyed by artillery fire, bombs and crushed by tanks. Your infantry are immune to all the effects of your own barbed wire, but your tanks will crush it if they pass through. I used to see barbed wire all over the place back home. It was always a neat line of fencing though, not these dangerous looking coils. The stuff was everywhere, forming a maze of death that just passed the lines. Erst ein bisschen auch ein Klugscheißer. Razor wire. Razor wire is the most deadly cousin to barbed wire. Razor wire acts exactly the same as barbed wire, but additionally damages enemy that pass through it. Das klingt nicht so schön. Und dann haben wir diese Observation Balloons. Balloons can reveal a large portion of the map, but it isn't infinite. While they have low health, placing them at the rear of your lines means that you will reveal mostly your own territory, which is not that useful. Choose a position that can be protected while pushing as far into enemy lines as possible. Ja, ich würde es ja gerne jetzt, aber ich darf natürlich die Karte nicht frei bewegen, oder? Es ist... Bam. So, Command Cap. The Command Cap is a limit to how many units you can place onto the battlefield at one time. In the campaign, this number is 30, though it can change in other game modes. Weapon placements, balloons and aircraft do not reduce Command Cap. Infantry, tanks and artillery do. Unity tray. If a unit uses Command Cap, it appears in the unit tray in the bottom center of the screen. Each company is represented by a portrait. Clicking a portrait will select the company, while double-clicking will select this and center the camera on the company. Ich will jetzt mal ballern hier. Das ist viel. Ich lerne ist gut und so, aber ich will auch mal Action haben. Artillery. Artillery are special units that, while immobile, can use multiple abilities and fire across much of the battlefield. Artillery batteries are visible in the unit tray and may take up command cap. They are very powerful and as such they are more expensive to field than infantry. Ja, heavy artillery. Ja, placements. Heavy artillery placements. Like machine guns, artillery batteries have an arc of fire when placing them. You can see them on the minimap. Das ist gut. Ah ja, sieht man wirklich. Sehr interessant. Die sollten wir nicht zu weit nach vorne ziehen, sonst sind sie natürlich leichter zu zerstören. The area is large, so they can usually be placed in the middle to rear of your lines. Jawohl, also eher weiter hinten. As with trenches, you can use the mouse wheel to rotate the battery when placing. Das ist in dem Fall natürlich nicht so nötig. Die haben ja unglaubliche Feuer. Also hier, die Range ist schon krass. So. Artillery cooldown. Artillery abilities have a cooldown. Using an ability on a battery locks down all abilities for that battery until the cooldown expires. Because of this, having multiple batteries is useful so that you can always have at least one ready to fire. Dann nehmen wir das doch einfach mal nebeneinander. Troop Deployment. The Troop Deployment tab follows you to place infantry and tanks into the battlefield. Infantry forms the backbone of any successful defense and is vital to help keep control points secure. So, Troop Deployments. Jetzt wird's langsam interessant. Wir haben hier schon, also das ist ja unser MG-Nest.
Infantry companies cost less supply to deploy in pre-battle, but they must be placed into trenches. In addition, infantry placed during pre-battle may be subjected to siege artillery barrage from the battle starts. The cheaper cost and starting advantage must be weighed against the risk. Yeah. No risk. Nationality bonus allies. For the allies faction, infantry companies have a nationality bonus, which grants a unique modifier. You can see this modifier by selecting a company and viewing the info pane or tooltip. These bonuses are something to consider when deploying and giving orders to your troops. Okay, also es gibt Boni, je nachdem wie man die zusammenstellt. Nach deren Nation, American Infantry, French Infantry, die mögen sich oder was? Man weiß es nicht. Nationality bonus Germans. Ja, das haben wir doch gerade schon gehört, dass sie das nicht haben. Infantry Placement. Okay, zack. Und jetzt kann ich die hier irgendwo reinsetzen. Guck mal hier. Dann nehmen wir doch jetzt mal die American Infantry und packen die hier. So. Bam. Okay. Bam. So, alles direkt an die erste Front. Specialist units have smaller company sizes, but make up for it by having more health and morale than normal infantry. There are two types, raiders or grenadiers for the Germans and flamethrowers or stormtroopers for the Germans. Both are very good at clearing trenches, though their method varies. So, also das sind die American Raiders. Und die, ja, ich darf, das ist, okay, das heißt, warte mal, da können wir die reinsetzen. Wieso können wir nicht da reinsetzen? Hier kann ich sie reinsetzen. Da. Und hier. As with infantry, tanks cost less to place in the pre-war battle phase. Unlikely infantry tanks can be placed everywhere in friendly territory. Okay, jetzt haben wir Tanks. Light Tanks. Bam. Ja, gib mir Tanks. Siege artillery. Pre-battle bombardment is available if you have a siege artillery in the region. It is useful to clear enemy trenches to support your attacks and can potentially destroy the trenches themselves. Because of the high cost and randomness of fire, it is best used when you are the attacker and are planning a massive assault. Spend or save. How you can spend your supply in pre-battle is a key element of the game. Any supply you do not spend in pre-battle will add it to the reserve once the battle starts. You must balance the need to have more defensive build in pre-battle with the need for reinforcements, artillery, aircraft and other ability to use in battle. Also klar, man darf nicht alles auf einmal in den Kampf schmeißen, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ich glaube, jetzt geht's los. Haha, ey, boah, jetzt haben wir aber viel gelernt, oder? Ich finde es grundsätzlich, dass gut, dass es ein Tutorial gibt, was auch so umfangreich ist. Es ist natürlich jetzt so zum Spielen ein bisschen langatmig und ich bin grundsätzlich auch ein Fan, dass ich quasi erstmal spielen will und dann vielleicht während ich spiele darauf hingewiesen werde. Das ist natürlich jetzt relativ lernintensiv und muss man sich erstmal durchkämpfen. Aber vermutlich, wenn man es einmal gemacht hat, ist es auch sinnvoll, weil man dann einfach wenn man auch weiß, was man macht. Also gut. During the transition to the tactical battle phase, all of the objects you placed are built and the troops you deployed will man the trenches. Normally, the battle clock will begin counting down, but we have paused it for the tutorial. Okay. Pre-battle bombardment. The transition phase includes any days of siege bombardment that were purchased in pre-battle for both players. Bombardments have a chance to destroy pre-placed trenches and the men inside them, as well as any nearby emplacements. Gut. Okay, hier, das ist die Potential Bar. Ich glaube, das ist jetzt recht interessant. The Red, also die Central Powers, die Mittelmächte in Blue, das sind die Alliierten, das sind wir. Bars at the top of the screen show the combat potential for both sides related to each other, representing available units and supply for both sides. A longer bar indicates more available firepower than the opponent. As units are defeated and supply is spent, the bars will deplete to show current values. Also wie ich das gerade sehe, haben die Mittelmächte hier mehr Feuerpower als wir. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Und dann gibt es den oberen, das ist der hier, das ist der Victory Bar. The top bar is the Victory Level Meter.
This represents a range of potential victory levels from great loss to great victory. The pointer will adjust based on scores earned by both sides and their relation to each other. Where the pointer rests is the victory level you would achieve if a ceasefire is agreed upon. Okay, also wenn man sich während der Schlacht auf einen Unentschieden einigt, ne, also oder auf eine Waffenruhe, dann das ist quasi das Victory-Level, also wie ist die Schlacht zu bewerten, mit welchem, ist es ein großer Sieg oder ein normaler Sieg oder was auch immer, das zeigt der hier an. Richtig verstanden? Pixel wird, vielen Dank für den Raid, das ist aber lieb. Wir spielen hier gerade ein Strategiespiel, angesiedelt im Ersten Weltkrieg und lernen das gerade. Und ihr kommt gerade rechtzeitig zum Beginn der großen Schlacht, nachdem wir schon eine Menge gelernt haben. Schaut euch das doch mal mit an. Also. Genau, das ist das. Okay, Victory. Control Point Shortcuts. Near the top meters you can find the current control point status. You can see who owns each point and if they are in the process of being captured. You can click on the icons to focus the camera on a control point or click the flags to jump to a command trench. Das sind die Command Trenches, A und B. Oder nur A? Nee, ich muss auch 2 haben. Every control point is a meter around the outside that shows the current owner and if it is being contested. As long as each side has infantry present in the capture radius, the meter will not move. This means you must clear all enemy infantry to capture a point. Capturing control points. To capture a control point, move an infantry company within the capture. Das haben wir doch alles schon gehabt. Lass mal ballern jetzt. So, ich will jetzt mal loslegen. Reinforcements Points. So. Jetzt skippe ich Sachen, wo ich hinterher sagen würde, oh, wieso habe ich das nicht gelernt? Bist du dumm? Once you click the button for a unit, you can click the ground to set the destination. Unlike pre-battle units can be told to reinforce onto open ground or to a trench. Your unit will spawn at the available point closest to the destination as shown by the arrow and move there. Also ich kann die... Ja... Ich kann die aber noch nicht... Diese Trenches sind ja auch alle voll. Also ich kann die hier direkt in diese Trenches setzen. Okay, die werden dann hier reingehen und dann kann ich die aber von hier auch hochziehen, logischerweise. So, die Uhr ist pausiert. Reinforced Units paused. Command such and move. Okay. You can control the game speed in order to allow yourself time to think and plan your attack. Das ist hier, das ist nicht gut. Click the play button. Yay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Formations, nein, doch nicht. Infantry companies default to column formation when called in. This is fast, but vulnerable formation. Skirmish formation is defensive, but slower to move. You can toggle between them using the formations button. Das ist hier. Okay, also. Also das ist die Standardformation. Okay, verstehe. So, wir wollen in dieser Formation gehen. Bam. Ich drücke jetzt einfach mal ein paar Sachen weg. Raise Balloon. Das ist hier. Raise all observation balloons. Raise balloons! As the balloons rise, they will reveal much more of the map and even allow you to see into intimate trenches if the trenches are filled and in range. Ja, geilo. Artillery. Remember that heavy artillery is good for damaging enemy targets. Since units cannot regain lost health or morale, sometimes it is useful on defense to weaken the enemy units before they attack. Units in the tactical can be selected via the unit tray or by clicking on the unit banner directly. Select any heavy artillery. Ja, die haben wir doch hier. Ah, das ist der Feind. Ich will meine eigene Artillerie auswählen. Oh, die sprechen sogar ein sehr gutes Französisch, die französischen Artilleries. So, das ist... Ne, warte mal. Das ist der Field Mortar. Wir hatten die doch ganz rechts aufgestellt hier. Ich will die manuell auswählen. Die wir positioniert hatten. Guck mal, hier zum Beispiel ist eine Artillerie... Nein. Warte mal. Select Precision Barrage Button. Das ist hier, Precision Barrage. Von dieser Artillerie-Unit hier. Und jetzt sollen wir damit die Artillerie, die Infanterie
irgendwo wegballern. Ich guck mal, ob es hier irgendeinen... Ah, das Grüne ist die Feuergrenze, glaube ich. Ich guck mal, ob es einen Konzentrationspunkt gibt, so, wo möglichst... So, hier sind es welche. Hier vielleicht. So, Aber er will auch Infantry, ne? Oh, was some German Infantry. Okay, er will Infantry. Ich darf jetzt nicht die gegnerische... Sonst würde ich ja eigentlich hier hinballern und die gegnerische Artillerie natürlich erstmal versuchen zu vernichten. Aber hier sind jetzt welche konzentriert. Ich nehme mal, hier treffe ich 2 Battalions oder was auch immer. Oder Units oder whatever. Okay, jetzt... Ja, so ein bisschen Verluste. Die stehen schon bereit da, ne? Seht ihr? The ability will place a brief warning decoy on the ground before the shells land. Artillery fire is not exact, so shots will land randomly within the area. Artillery shells can cause friendly fire, so be cautious when firing near your own units. Once the barrage ends, the battery enters cooldown. This cooldown locks out all abilities for the battery until it expires. Ja, okay. Das heißt, diese... Okay, verstehe. Warte, ey. Warte. Jetzt ballert der mich auch um, oder was? Incoming enemy artillery will always show a brief warning image on the ground before the shells land. While units in blockhouses and command trenches are immune, and units in trenches take reduced damage, units on open ground can only hope for the best, oder so. Infantry companies have both a health bar green and a morale bar white. Ich sehe gerade nur den grün. Ach, der weiße, ist das der untere hier, oder was? The health bar displays how many troops are left, while the morale bar displays their willingness to fight. The morale bar can be affected by a variety of factors, abilities, fatigue, casualties, and when it reaches 0, the company will break and run. Verstehe. Das war natürlich möglichst nicht. So, die ist hier damaged, okay. Low morale units do not suffer from damage reduction and will still follow orders, but their usefulness is limited since they are so close to breaking. Sometimes it is better to withdraw a low morale unit to avoid the additional casualties instead of letting them break, especially on defense. Okay, die sollen wir jetzt nach Hause schicken, oder was? Gibt es noch eine, die schlechter bestellt? Die sind... Das ist die schwächste, die soll nach Hause. Tschüss! Oh, nach Hause, Männer! Wir haben genug. Ja, okay, jetzt hier nach Hause. Withdrawing a company removes the company from play, but it does not count as loss with respect to score. Withdraw also saves on replenishment costs and frees up command cap for new reinforcements. Withdrawing is not instantaneous, and units withdraw in the middle of the battle can still take damage and break before they withdraw. Verstehe, das macht Sinn, wenn sie Schaden kriegen noch, während sie davonlaufen. So, enemy activity. You will only be able to see enemy movement if you have units or balloons revealing the area. Ja, das ist doch schon klar. So, guck mal. It looks like they are moving troops toward location X. This likely means they are planning an assault on our right flank around location A. Hiding in trenches. Normally, enemy units in trenches can't be seen moving unless you have infantry near the trench lines. Raised balloons can see into trenches from much farther away due to their elevation. Enemies and bunkers are invisible unless you enter them with your own infantry. Trench movement selection. For safety and speed, garrisoned infantry prefer moving through connected trenches over open ground if possible. Natürlich auch das ist klar. Select the Raider via clicking on a unit tray. Double click to select and force camera. Okay, wo haben wir unsere Raiders? New orders incoming. Hier zum Beispiel. Das sind Raiders, ja. Any trench other than communication trenches a valid destination for your infantry. Ja, okay. Right-click on an open trench slot to move Raiders. Ja, zum Beispiel, warte mal, sie wollten ja die rechte Flanke wollten sie eigentlich einnehmen. Das heißt, hier haben sie ihre Units zentriert. Das heißt, sie würden jetzt hier rüberkommen. Hier haben wir eigentlich schon sehr, sehr gut besetzt. Wir können diese Trenches noch voll machen. Wir können diese Trenches ganz an der Flanke voll machen. Aber hier haben die nicht so schrecklich viel. Ich glaube, sie würden eher Richtung, ja, hier kommen. Ja, packen wir sie mal hier rein, wa? Take the trench.
As long as there is a connected path from start to finish, your infantry will remain in the trenches unless something blocks the path. Infantry can pass by allied infantry in a trench, but if they okay. Also die versuchen sich natürlich möglichst innerhalb der Trenches zu bewegen, um nach vorne zu kommen. Rolling barrage fires several lines of artillery shells in a set order. These shells not only damage and suppress everything along the path, but also drop smoke. You can use this to both damage the enemy and give your infantry cover if they follow behind the progression of the smoke oder sowas. Okay, jetzt kommen sie hier raus. Weapon emplacements such as machine guns and mortars will automatically fire at the closest target in range. You can manually choose targets. Okay, wir können also auch manuell Einfluss nehmen, aber sie machen das auch. Komm, lass mich doch mal ballern. Depending on the size of the enemy attack, you need to decide if your units can stop the attack before it arrives, or if you need to support the defensive line with the artillery abilities that cost supply. Firing. Stop the attack. Komm, ja. Defeat the incoming attack. Ja, komm, geil. So, Artillerie will gecharged werden und möchte... Ey, Pause? Darf ich nicht. Precision Barrage, La Barrage. Und... Bam. Bam. Okay, das ist richtig schmerzhaft. Darf ich nicht pausieren? Ich darf nicht pausieren, ey. So, Barrage. Wo kommen sie denn noch? Die laufen auf diesen Punkt zu. Barrage. Auch Barrage. Komm, ja, die laufen genau in die Barrage rein. Das ist doch super. Da konzentriert sich das alles. Ja, das ist einfach nur sehr schmerzhaft für die Feinde hier. Ja, das war eine dumme Idee, ne? Okay, jetzt machen die natürlich auch hier ein bisschen Artillerie. The default ability for both light and heavy artillery will disable the ability of all infantry emplacements and artillery to fire their weapon. This includes both enemy and friendly units. Light artillery is far better at suppression than heavy, but both can get the job done. Tanks! Kommen wir zum Panzereinsatz. While primarily used as an offensive weapon, tanks are also useful on defensive as both a mobile turret and to provide morale bonuses to your troops. Allied tanks come in a cannon or machine gun version. Remember that units will enter at the nearest reinforcement point, but will not be able to enter near a contested control point. Okay, also hier können wir jetzt unsere Panzer einsetzen. Wie weit nach vorne will ich sie denn ziehen? Hier ist ein so Stacheldraht. Keine Ahnung. Wie viel? 2. So, da kommen jetzt, da kommen sie an, guck mal, da kommen sie angerollt. Die beiden Tanks. Wir kriegen hier irgendwie die Barrage ab. Und kann ich nicht jetzt auch, okay, right, like all units, you can right-click to move the tank and hold down right-click and drag to set rotation. Light tanks like the FT cannon drive or improved on okay, also, wir wollen mal wieder ein bisschen hier eine kleine Barrage irgendwie machen. Machen wir ein bisschen Barrage. Und meine Tankers müssen mal ein bisschen hier... Oh, okay, die laufen hier komplett übers Niemandsland. Fahrt mal ein bisschen nach vorne, sonst seid ihr hier völlig nutzlos. Wir barragen noch mal ein bisschen. Barrage, Barrage. So, treffen die. Bam, da kommt die Barrage. Also die hängen hier im Stacheldraht fest. Uiuiui, Maschinenfeuer. Hier sind unsere Maschinennester.
Maschinengewehrnester. Und unsere Tanks kriegen richtig Artilleriefeuer. Ne, achso, die kriegen sind gleich weg. Die kriegen richtig Artilleriefeuer gerade. Da sollte ich eigentlich mal rausfahren. Und tschüss. Beide Tanks sind tot. Our balloons are reporting incoming fighter planes. Balloons are very vulnerable to fighters, but we don't know yet what their mission is. Incoming air. The enemy has dispatched fighters. Fighters and bombers have 2 missions each they can perform. Enemy fighters can threaten your balloons. It is up to you to decide if you want to lower them or not. Remember that balloons are all lowered or raised at once. Sometimes it is worse to risk to keep the balloons raised to ensure vision. Okay. Air Support. Also, available air support shows how many aircraft are currently available to be sent on missions compared to the total you have in the region. The individual missions show how many air wings are currently active and remaining duration. And the refuel meter shows if any are currently refueling and about to become available again. Verstehe. Okay, dann möchte ich bitte mal eine Mission fliegen. Ich darf mich schon wieder nicht bewegen. All air missions give you a decal to select a targeted destination. The planes will fly to this location before beginning the mission and will pick up targets from that point beginning with the closest. If you are going after moving targets, place the decal over the areas you expect the enemy aircraft to be instead of targeting where they are. Okay, verstehe. Also wir sollen jetzt die dahin schicken, wo wir glauben, dass die feindlichen Flugzeuge auftauchen und nicht dahin, wo sie jetzt sind. Und ich denke mal, die wollen ja eigentlich die Ballons weghauen, aber da komme ich jetzt nicht hin. Ich muss es jetzt, ich schicke sie jetzt hier hin. Oh, da geht's hier weiter. Wir müssen mal wieder so ein paar Barrages legen. Oh ja, oh, das ist der rote Baron. Also, oh, krass. Jetzt gibt's hier die ersten Luftduelle. Oh, der geht down, alles klar. Und der geht auch down, jetzt One-on-One. Alter Schwede, jetzt ist krass. 1 gegen 1. Der rote Baron hat die bessere und er schafft sich hinter ihn zu setzen und das war's. Das war's. Beide verlassen die Kampfzone, aber der rote Baron kehrt zurück. Er hat definitiv gewonnen. Aber wir können vielleicht noch einen zweiten Luftsupport hier irgendwie leisten. Nein, da geht der Ballon down. Tja, mega dumm. Das ist natürlich echt schade. Aber wir merken uns mal, was hier abgeht und ballern noch so ein paar Barrages. Und machen hier einfach mal ein bisschen so Bam, Barrage. Oh, noch eine Barrage. Sie nähern sich unseren Trenches. Erstaunlich schnell. Die Barrage hat noch ganz gut getroffen. Ja, die kommen nicht richtig nah. Okay. Wow. Infantry surrendered. German Infantry surrendered. Die kriegen ja richtig auf den Sack. Ending battles. The attacker has the option to cease fire at any time to end the battle and total the score. The defender can only surrender, which gives up your control points and command trenches to the enemy. Battles can also time out. When the timer reaches 0, you have lost the daylight and the battle ends with the same rules as a ceasefire. Verstehe. Also, guck mal hier. Germans request a ceasefire. Also die beantragen jetzt eine Feuerpause und wir schauen mal, ob das in unserem Interesse ist. We have achieved what we came here to do. Prevent the loss of more ground. I suggest accepting the German call for ceasefire. Enough blood has been shed here today. Hard choice, ceasefire. During battle, the attacker can offer a ceasefire when they feel they have accomplished all they could. Accepting the ceasefire will end the battle and tally the final score with no additional change to control point ownership. While the enemy will always accept the player's ceasefire, the player can choose to decline. Also, wir wollen es akzeptieren. Ja, ist ja offensichtlich okay gelaufen. Dann sagen wir mal accepted. Accept ceasefire. The Germans have stopped their assault and our troops are standing down. We have held our ground. After agreeing to a ceasefire, the score for both sides will be tallied on the results screen. Remember that national will is affected based on both the final score and the casualties that are endured. Mein Gefühl ist, dass wir gewonnen haben. Battle over, we are out of daylight, time to withdraw. Na, das ging nicht nur out of daylight, die haben es schon, das war schon ein Sieg. Ich glaube nicht, dass man
nach jeder gewonnenen Schlacht so eine Siegesparade, aber warum auch nicht? Battle complete. Once the battle is over, you will be directed. Oh. Chateau Theory, sweep. We have pushed back the enemy and taken ground. The people back home will see this as a success, which hopefully will press upon them the need to see this war through until we have achieved our final victory. Continue. Ja, eine Erfolgsmeldung. Well done in your first battle. You held the line and prevented the Germans from gaining any new ground. Once the battle und so weiter. Okay, das ist hier nochmal eine Übersicht. Once the debrief screen gives you an overview of how well you did in the battle, it is broken into 2 screens. The first will show you your overall score and win level, while the second details casualties, replenishments, costs and supply use. So, lass mal gucken jetzt hier. Also Allies. Wir haben Losses, Replenishment Costs, 44 Duplonen. Central Power Casualties 710. Allied Casualties 600. Warte mal, wieso sind die... Okay. Wow. 3921 Conscripts Infantry, 2901 Basic Infantry, ein Fighter Aircraft. Und wir haben... Wow, wir haben nur 447 Basic Infantry verloren, wahrscheinlich durch Artillery-Feuer. 2 Light Tanks haben wir verloren, weil die mega dumm in der Barrage rumstanden. 2 Fighter Aircrafts haben wir verloren und die nur einen, der Rote Baron. Und wir haben auch einen Ballon verloren. Aber ich denke, da kann man mal sagen, das ist ja eigentlich in a War of Attrition, würde ich sagen, haben wir doch gewonnen. Hier Stalemate. See Battle Details. Okay. Oh, hier sieht man das noch. Debrief Battle Details, geh mal weg. Hier sieht man genau was. Wow, hier wird alles gelockt. Replenishment Costs. Okay, go to World Map. Did you know infantry companies can use their grenades while moving, even when moving through a trench line? Ich mag die Inszenierung, dass das immer so ein bisschen auch mit so alten Fotos und so ein bisschen dargestellt wird. Also, Battle Result Stalemate. Ja, wir haben beide keine Punkte verloren. Also, die Angreifer haben unsere Command-Posts nicht erobern können, aber wir deren eben auch nicht. Wir hätten jetzt eben auch nochmal quasi in die Offensive gehen können, so wie ich das verstehe, und halt einfach deren Command-Posts versuchen zu übernehmen. Das Angreifen ist offensichtlich immer sehr viel schwieriger, weil der Verteidiger kann sich ja in den Trenches einfach verschanzen. Insbesondere die MG-Nester und so weiter machen da natürlich ziemlich viel Schaden in den feindlichen Reihen beim Angriff. In dem Fall hat sich offensichtlich nichts verändert. Die Positionen sind gleich geblieben. Aber man sieht, glaube ich, der National Will der Central Powers ist jetzt hier runtergegangen. Ich meine, das waren vorher 125. Unser ist, glaube ich, gleich geblieben, oder? Und das ist einfach der gesamte Frontverlauf. Ja, und ich finde, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Ersteindruck bekommen, wie dann auch die Kämpfe vonstatten gehen. Also wir haben grundsätzlich so 2 Phasen. Das eine ist halt diese Weltkarte, will ich es ja nicht nennen, aber der etwas größeren Kartenausschnitt mit diesen Hexagonfeldern, wo wir dann eben Nachschub ordern können, wo wir die Front bestücken können mit Infanterie, Artillerie, Flugzeugen und so weiter. Und dann gibt es eben als zweites die eigentliche Kampfkarte, wo wir dann das, was wir gerade gesehen haben, wirklich Micromanagement-mäßig dann auch die Schlachten ausführen und wo es dann das Ziel ist, die gegnerischen Command-Posts zu erobern, beziehungsweise die eigenen zu verteidigen. Und ich nehme mal an, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man im Zweifel auf diese Art und Weise eben den Frontverlauf verschieben kann. Also wenn ich jetzt sage, ey, pass auf, ich greife hier Châtillon-sur-Marne an, dann könnte ich vermutlich diese Nase hier erobern und den Frontverlauf verschieben. Ich denke mal, im Verlauf des Spiels sollte es das Ziel dann eben sein, die gegnerischen Nachschubpunkte zu erobern. Kreuznach hier zum Beispiel ist ja der Mittelmächte-Punkt unserer für die französischen Truppen ist hier Paris und Calais sind die Engländer.
Also, das scheint mir dann im Grunde genommen der Ablauf zu sein. Hier ist Belgien, das ist das Deutsche Kaiserreich, hier ist der Frontverlauf. Und die Grenze ist hier übrigens, das ist ja die Grenze und das ist der Frontverlauf, sehe ich das richtig? Also, ich weiß nicht, inwiefern das historisch akkurat ist, tatsächlich. Weil das ist Metz, Luxemburg. Naja. Also, das war ein erster Eindruck dieses Spiels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommt im März raus, soweit ich weiß. Dann können wir uns nochmal die Vollversion angucken. Das war jetzt mal ein erster Einblick. Wenn ihr Lust habt, das zu spielen, The Great War Western Front, dann könnt ihr euch das noch auf Steam runterholen. 30.03. kommt das raus. So, ja, schreibt mir gerne in die Comments, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr generell auf so taktische Spiele steht. Ist das was für euch? Gefällt euch das Setting oder nicht? Das ist ja auch mal sehr speziell, so ein Erster Weltkriegs-Setting. Ich fand es tatsächlich ganz nett. Es wird auch einen Multiplayer geben und Skirmish-Modes, also das, was wir gerade gemacht haben, war natürlich echt mal, um das Spiel zu lernen. Das war teilweise sehr trocken, weil wir mussten erstmal uns alles das Wissen raufschaffen. Und sobald man das einmal, glaube ich, gecheckt hat, dann kommt auch wirklich dieser strategische Aspekt natürlich dann zur Geltung. Und dann macht es wahrscheinlich auch richtig Spaß, sobald man einmal genau weiß, was man zu tun hat. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.